Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht, hier liegen noch Überreste von der Auspuffdämpferaktion. So, heute geht es aber nochmal um das Getriebe, und zwar es gibt gute Nachrichten. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Probleme mehr beim Schalten. Bedeutet, das Wechseln des Getriebeölfilters als auch das initiale Wechseln von ca. 6 Liter Getriebeölflüssigkeit zusammen mit dem Filter plus die verschiedenen Wechsel, die ich danach nochmal gemacht habe, die kleineren Intervalle, da habe ich ja ein Video gedreht, könnt ihr gerne mal gucken, wie ihr ca. 3 Liter aus eurem Automatikgetriebe rausbekommt, ohne dass ihr da irgendwie groß was abbauen müsst, sondern einfach nur Ablassschraube lösen und wieder befüllen, die 3 Liter. Das habe ich dann, nachdem ich die 6 Liter gewechselt habe, nochmal insgesamt 5 Mal gemacht. Das 5. Mal ist hier unten noch in der Ölauffangpfanne drin. Bedeutet also, ich habe initial diese 6 Liter gewechselt und danach eben nochmal 5 Mal knapp 3 Liter. Und heute ist jetzt das letzte Mal, wo ich nochmal 3 Liter sozusagen rauslasse und wieder nachfülle. Die Schaltprobleme sind aber bereits weg. Es schaltet wieder einwandfrei. Das heißt, da bin ich echt super happy. Als Öl nehme ich jetzt hier dieses Manol, aus dem einfachen Grund, ich habe dieses Original Audi-Öl jetzt auf die Schnelle nicht mehr bekommen. Und das Manolöl, das hier ist jetzt AG60, hat die gleiche Freigabe, bedeutet also hat auch diese G055005A2 Freigabe. Das ist die Freigabe, die für dieses Getriebe benötigt wird. Einziger Unterschied zu dem Original Audi-Öl ist jetzt eben, dass die Farbe hier grün ist, aber die Farbe ist mir persönlich relativ egal, solange die Freigabe dafür vorhanden ist. Und wie gesagt, ich werde jetzt nochmal 3 Liter ablassen, dann nochmal wieder, wie gesagt, mit diesem AG60 Öl auffüllen, sodass der Getriebefüllstand wieder passt. Und wenn das passiert ist, packe ich auch die Abdeckung wieder unten ans Auto. Das Auto habe ich ja gekauft ohne die Getriebeabdeckung bzw. ohne diesen Spritzschutz am Unterboden. Den habe ich aber bereits bei Audi schon bestellt. Der liegt auch schon eine Weile bei mir rum. Den hatte ich jetzt aber die ganze Zeit abgelassen, weil ich ja immer wieder gewechselt habe. Jetzt aber, da das alles wunderbar funktioniert, werde ich nach dem heutigen Wechsel den Spritzschutz auch wieder montieren. Den hole ich jetzt einmal kurz, dass ihr seht, wie der aussieht. So, das Ganze ist ein relativ unspektakuläres Bauteil. Das Ganze wird, wenn jetzt die Fahrtrichtung hier vorne ist, wird das Ganze so mit der Motorabdeckung verbunden. Da ist unten auch eine Motorabdeckung. Das heißt, hier ist dann so ein bisschen Hitzeschutz, weil da sind ja die Abgasrohre und hier sind auch noch mal so Lufteinlässe, dass da eben der Fahrtwind so ein bisschen vorbeizischen kann. Ja, hier sind automatisch schon solche Befestigungs ja, wie sagt man denn da, Clips mit drin. Das heißt, das wird einfach hier mit diesen Clips befestigt und eben gesteckt. So sieht das dann von der anderen Seite aus. So, und das werde ich heute dann eben auch wieder unten am Fahrzeug befestigen, sofern es mir hier nicht gleich irgendwo hinfällt. So, genau. Und jetzt hätte ich gesagt, hebe ich das Auto einmal hoch und dann lassen wir nochmal 3 Liter ab, füllen nochmal 3 Liter auf und machen die Abdeckung am Auto wieder dran.
So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe nochmal gewechselt. Was jetzt noch fehlt, ist die Abdeckung. Die mache ich gleich noch ran, aber ich blende euch jetzt nochmal was ein. Beim Öl ablassen, finde ich, hat man sehr schön gesehen, dass es jetzt eben ja eigentlich fast gar keine Verschmutzungen mehr im Öl drin waren. Das heißt, es war so richtig schön goldgelb. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, die grüne Flüssigkeit reingefüllt. Das heißt, wenn ich jetzt dann nochmal ablasse, wird die Farbe wahrscheinlich nicht mehr diesen Goldton haben. Aber jetzt bei diesem letzten Wechsel, ich werde das dann erst wieder, keine Ahnung, in 10.000 Kilometern mal wieder machen. Aber jetzt fahre ich damit erstmal eine Weile, weil ja alles einwandfrei funktioniert. Und da hat man eben gesehen, ich blende es nochmal ein, wie schön sauber das Öl jetzt ist. So, und jetzt hätte ich gesagt, nehmen wir hier von dem letzten bisschen Öl, was wir da haben, auch nochmal eine Probe, damit ihr das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser sehen könnt. Da versuche ich jetzt was in den Becher zu füllen und dann schauen wir uns den Becher einmal an. Das ist jetzt die letzte Flüssigkeit, die ich rausgeholt habe. Klar, also die ist jetzt immer noch nicht goldgelb, also sprich wie neu. Aber wenn man hier ein bisschen reinschaut, ich hoffe, man kann das auf der Kamera auch gut erkennen, es ist bei weitem nicht mehr so viel Verschmutzung im Öl. Man sieht also diesen Goldschimmer vom Öl, kann man durchaus auch schon am Boden des Bechers erkennen. Und insgesamt ist die Flüssigkeit eben deutlich klarer, als sie das zu Beginn war. Also am Anfang war die ja wirklich komplett dunkel und es hat auch wie ja, so verbranntes Fett gerochen. Jetzt riecht es wieder nach Getriebeflüssigkeit. Also da bin ich sehr zufrieden und wie gesagt, das Schaltverhalten ist ja auch wieder einwandfrei. Insofern, das passt. Ich fülle jetzt hier das Öl noch in den entsprechenden Behälter und dann machen wir unten die Verkleidung wieder ran. Also die Verkleidung passt, allerdings ja, hat wohl derjenige beim VW bzw. Audi Teileversand vergessen, hier noch Schrauben für mich mit dazu zu packen oder ist davon ausgegangen, dass ich die habe. Allerdings hatte ich ihm ja gesagt, dass bei mir die Abdeckung fehlt. Das heißt, und ich hatte ihn gebeten, alles dazu zu packen, was man braucht. Bedeutet, ich muss hier nochmal nachbestellen. Hier fehlt eine Schraube und hier drüben, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Könnt ihr es jetzt, wahrscheinlich nicht, Moment. So, jetzt müsste das auch für euch zu erkennen sein. Hier drüben außen haben wir auch eine Schraube auf beiden Seiten. Und da habe ich auch keine Schraubvorrichtung. Also ich könnte es jetzt nur da hinten befestigen und dann ist es aber hier vorne nur gesteckt. Was dann auch nicht so toll ist, wenn das hier nur gesteckt ist und sonst keine Befestigung hat. Bedeutet, ich werde das jetzt nochmal abnehmen und nochmal Teile nachbestellen. Ich vermute, hier kommt irgendeine Art von Clip oder Halterung rein. Hier drüben kann man das dann für euch besser sehen. Dort müsste normalerweise ein Verankerungspunkt sein, wahrscheinlich auch irgendein Metallclip oder ein Einsatz, womit man dann die Schraube befestigen kann. Das fehlt aber und hier, ja, hier fehlt es halt auch. Also hier sind zwar Löcher, aber ich habe nichts, um das da reinzuschrauben. Entweder gehört da nichts rein, aber zumindest für die beiden äußeren Stellen, also diese hier, so, hier könnt ihr das besser sehen. Hier muss irgendwie so eine Art Einsatz rein, damit hier die Schraube greift. Vielleicht sowas Ähnliches, wie wir das hier haben. An den Befestigungspunkten kann ich es ja verankern. Aber hier kann ich es nicht verankern. Und hier in der Mitte, da weiß ich nicht. Da muss ich dann eben fragen, ob hier was reingehört. Da ja, habe ich auf jeden Fall keine Schraube an der Abdeckung selber. Aber hier passen eben die Löcher. Jetzt weiß ich nicht, ob da was reingehört oder nicht. Auf jeden Fall muss ich nachbestellen. Bedeutet, ja, die Verkleidung kann jetzt leider noch nicht ran, aber gut, dann machen wir eben das nächste Mal noch einen Ölwechsel beim Audi, denn da muss dann diese Unterbodenverkleidung hier weg und dann mache ich erst den Ölwechsel mit hier der Verkleidung ab und mache danach, nach dem Ölwechsel eben hier den Unterbodenschutz, den Unterfahrschutz wieder ran. Ihr habt jetzt gesehen, theoretisch ist das eine einfache Sache, wenn man alle Teile hat. Eben die Info jetzt für euch, ja, es sind hier 4 Schrauben am Bauteil befestigt. Und nur für 2 Schrauben habe ich eben jetzt ja, Gegenstücke hier an der Auspuffanlage. Und hier muss ich eben noch was organisieren, damit das passt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie gesagt, ich habe hier nochmal komplett das Öl gewechselt. Ich habe auch versucht, wie gesagt, die Unterbodenpappe zu montieren. Allerdings habt ihr ja auch eben gesehen,
fehlen mir da 2 Montierpunkte bzw. Gegenstücke. Das heißt, ich kann sie nicht richtig verankern. Würde bedeuten, dass dann eben bei der Fahrt die wahrscheinlich runterfällt. Das will ich verhindern. Die ist ja neu, die war auch nicht ganz günstig. Bedeutet, da muss ich einfach nochmal Teile nachbestellen, damit ich die richtig verankern kann. Wenn das soweit ist, werde ich das dann montieren zusammen, wenn ich den Ölwechsel mache, denn ich habe jetzt auch 3000 Kilometer aufs Auto drauf gefahren. Da mache ich auf jeden Fall nochmal einen Ölwechsel. Ich wollte am Anfang die Intervalle ja kürzer halten, um zu schauen, wie überhaupt die Ölqualität ist und den ganzen Ölkreislauf eben so ein bisschen auch zu säubern und zu spülen. Das heißt, in dem Ölwechselvideo werde ich dann auch die Unterbodenpappe für das Getriebe montieren. Bedeutet, das war's für das Video. Ich lasse das Auto jetzt ab, mache mich auf den Nachhauseweg. Der Monty, der will auch ein bisschen spazieren gehen. Der freut sich dann auch, wenn wir hier fertig sind. Insofern war's das. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao.